Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir über eine Pflanze, die sowohl zum Spätsommer als auch zum Frühherbst gehört. Sie ist sehr lecker. Und du hast es ja schon gesehen, es ist die Brombeere. Die Brombeere, ja, was ist die Pflanze? Sie gehört zur Familie der Rosengewächse, ist eine sehr hartnäckig wachsende Pflanze, die als Strauch schon mal ganze Landschaften bevölkern kann. Es wird sogar vermutet, dass die Dornenhecke im Märchen Dornröschen mit Brombeersträuchern bewachsen war. Apropos Dornen und Dornröschen. Wusstet ihr eigentlich, dass man Dornröschen eigentlich Stachelröschen nennen müsste? Nein, das ist aber leider so, denn alle Rosengewächse, und da zählen die Rosen ebenfalls zu, haben Stacheln, so wie hier. Die Stacheln sehen immer so ein bisschen so aus wie eine Haifischflosse und wachsen auf der Pflanze. Das kann man hier sehr schön sehen. Man kann sie problemlos abbrechen und fügt der Pflanze damit keinen so großen Schaden zu. Es bleibt nur eine Narbe. Und wenn man hier genau auf dieses Brombeerbild schaut, dann sieht man, dass auch hier die kleinen Stacheln sitzen. Anders verhält es sich mit den Dornen. Dornen sind fest mit der Pflanze verwachsen und sie werden im Gegensatz zu den Stacheln auch mit Nährstoffen und Wasser versorgt. Entfernt man jetzt die Dornen aus der Pflanze, bleibt immer eine Wunde zurück. Und sie sind leider auch viel stabiler und schmerzhafter als Stacheln. Was kann ich davon genießen? Also jeder, der das fragt, ist noch nie um diese Jahreszeit einfach mal spazieren gegangen, hat sie vom Strauch gepflückt und genascht. Eins kann ich dabei nur empfehlen: ab Kniehöhe aufwärts pflücken. Alles, was da drunter ist, besser nicht. Warum empfehle ich das? Naja, es gibt einmal das Thema Fuchsbandwurm und das andere Thema, das ist viel interessanter. Es gibt sehr viele Lebewesen, die das Beinchen heben, und die Brombeeren wollt ihr nicht essen. Kann ich was anderes damit machen? Ja, ein Tee aus Brombeerblättern hilft hervorragend gegen Durchfall und auch bei Erkältungskrankheiten in Kombination, wie hier auf dem Bild, mit Zitrone. Super lecker und hilft spitze. Und auch hier ein kurzer Steckbrief. Die Brombeere gehört zur Familie der Rosengewächse, den sogenannten Rosaceae. Wissenschaftlich heißt sie Rubus fructicosus. Verwendet werden die Blätter und die Früchte. Die Inhaltsstoffe sind ätherische Öle, Gerbstoffe, Zitronensäure und Vitamin C. Anwendungen sind, wie gesagt, die Durchfallerkrankungen, aber auch Erkältungen, Entzündungen im Rachenraum und Hauterkrankungen. Und die Eigenschaften sind schleimlösend, tonisierend und harntreibend. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie: Wissenswertes über die Brombeere. Erst was Historisches. Denn wussten Sie, dass die Brombeere zum ersten Mal ca. 400 vor Christus schon erwähnt wurde? Und zwar von Hippokrates. Er nutzte die Früchte der Brombeere und auch deren Blätter gegen Darm- und Magenkrankheiten. Und selbst die Römer tranken Tee aus Blättern gegen Durchfall und Koliken. Und was hat die Brombeere mit alten Büchern zu tun? Ja, ihre Farbe, denn die Brombeerfarbe, der Brombeersaft ist ja so toll rot und wurde entsprechend in Klosterbüchern verwendet, um damit Illustrationen zu verschönern. Und
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die arme Brombeere schwer verunglimpft. Man sagte ihr nämlich nach, dass sie dem Magen nicht helfen würde, sondern eher im Gegenteil, dass sie diesen schädige, und außerdem würde man durch den Genuss von Brombeerblättertee schlechte Laune bekommen. Und ob man es glaubt oder nicht, das haben die Leute ein Jahrhundert lang geglaubt. Und last but not least, natürlich ist die Brombeere eine fantastische Färbepflanze. Aus dem Saft der Beeren kann man einen wunderschönen, leuchtend violetten Farbton zaubern. Und deswegen wurde die Brombeere früher und auch heute sehr gerne zum Färben eingesetzt. So, das war's für heute. Ich habe euch wieder ganz viel über die Brombeere erzählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch schon mal fürs Zuhören, weil ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber bei mir macht das richtig viel Spaß. Und deswegen bin ich immer froh, wenn es jemanden gibt, der das bis zum Ende getan hat. Also, Dankeschön. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, denn es werden wohl noch so einige Pflanzen kommen. Es gibt ja noch ein paar Jahreszeiten und es gibt ja auch noch ein paar Pflanzen. Und vielleicht kann ich euch wieder dazu bringen, rauszugehen in die Natur, vielleicht mal zu schauen, ob ihr ein paar Brombeeren findet und diese zu naschen, weil die schmecken fantastisch, wenn man die frisch vom Busch nimmt. Naja, ich bin gespannt. Und wenn jemand was zu meinen Videos schreiben möchte, freue ich mich sehr über Mails, über Kommentare. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen aktiviert. Dann erfahrt ihr immer als allererste, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt. Bis dahin bleibe ich und wünsche euch das Allerbeste und viel Spaß in der Natur.